Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Norbert Heger und in diesem Video geht es darum, ich möchte euch ein paar spezielle Tipps geben, was die Literaturrecherche anbelangt. Und ja, wenn dich das interessiert, bleib gerne dran, in Kürze geht's los. Ja, also Tipps für die Literaturrecherche. Immer wieder taucht die Frage auf, wenn ich mit Studenten zu tun habe und Arbeiten korrigiere, dass es ist gar nicht so eine Frage, sondern eher eine Stagnation. Man merkt, dass Studenten dann zwar motiviert an die Sache herangehen, aber dann doch schnell demotiviert sind und anstehen quasi. Und woran liegt es? Ich habe gemerkt, dass bei der Literaturrecherche oft das Problem liegt. Wir wissen ja auf der einen Seite, das seht ihr auch in meinen anderen Videos, die ihr in meiner Playlist seht, beziehungsweise ich werde es auch teilweise hier verlinken, dass wir im Groben gesagt so an eine wissenschaftliche Arbeit rangehen, dass wir sagen, was interessiert uns? Ja, weil wenn es mich nicht interessiert, dann hat es ja nicht viel Sinn, weil ich verbringe viel Zeit damit und ich brauche eine Motivation, um mich wirklich da reinzuknien. Also mich selber muss es interessieren. Das ist einmal ganz, ganz wichtig und auch Spaß machen. Aber das allein reicht nicht, sondern wir haben gesagt, es muss auch insgesamt eine Relevanz haben für diesen Fachbereich, für die Forschung und so weiter oder für die Gesellschaft. Und wenn die Relevanz nicht da ist, dann ist es eben zu wenig, wenn nur das Interesse da ist. Also es muss beides zusammenspielen. Aber gehen wir mal davon aus, jemand hat eine Idee und er möchte, weiß, worüber er ungefähr schreiben möchte und weiß aber noch nicht so ganz genau das Thema, aber in etwa eingegrenzt, reicht einmal so weit um die Keywords festzustellen. Und gerade hier ist schon einmal oft das Problem, wie viele Keywords verwende ich. Ja, da passiert es manchmal, dass Leute dann entweder nur ein Keyword verwenden oder manche verwenden 20. Das ist beides falsch. Bei den Keywords hat man festgestellt, dass das ideale Maß ist, um dann wirklich auch arbeiten zu können, 2 bis 4. Also man nimmt aus diesem vorläufigen Titel, den ich mir quasi einmal aus dem Interessensgebiet und der Relevanz zusammenstelle. Das ist ein vorläufiger Kurztitel oder eine übergeordnete Bezeichnung einmal von dem, was ich machen möchte. Und aus dieser Bezeichnung extrahiere ich also jetzt einmal mindestens 2, aber höchstens 4 Keywords. Also meistens sind es 2 oder 3. Und wenn ich diese Keywords habe, dann muss ich ja noch die ganzen Synonyme und Oberbegriffe und auch die englischen Titel dazu finden. Und das heißt, es werden ja sowieso aufgrund dieser Tatsache dann wesentlich mehr Begriffe noch. Und wie viele sollen das dann insgesamt sein, mit denen ich da arbeite? Das sollen 20 bis 25 sein. Ja? Das heißt, wenn ich das einhalte, dass ich 2 bis 4 Keywords extrahiere aus meinem Titel, aus meinem vorläufigen Titel, dann und ich dann die Synonyme und alles finde zu diesen 2 bis 4, dann entstehen plötzlich 20 bis 25 und das ist ein Maß, das dann passt. Natürlich kann es sein, dass es hier noch, dass es wesentlich mehr sind. Ist möglich, kann man auch nur, wird die Literaturrecherche dann eben sehr ausführlich und sehr aufwendig, würde ich mal sagen. Aber wenn ihr schaut, dass ihr ungefähr mit 20, 25 Wörtern arbeitet, dann ist das gut. Und ja, und wenn ich jetzt die Wörter habe, was mache ich dann damit? Der nächste Schritt ist, dass man dann mit Hilfe der Boolschen Operatoren diese Suche startet, also die Suche in den Datenbanken. Auch hier gibt es jetzt das nächste Problem für Studenten oft.
welche Datenbanken verwende ich und wie viele verwende ich. Es gibt ja eine Vielzahl von Datenbanken in allen möglichen Varianten und Sprachen und Fachgebieten und so weiter. Aber auch da kann ich nicht alles abdecken, weil dann wäre ich nicht fertig. Und da ist mein Tipp, wenn ihr jetzt ein neues Projekt startet, es kann ein Paper oder eine Bachelorarbeit oder sonst was sein, vor allem wenn ihr ein Paper schreibt, dann schaut, dass ihr so 5 Datenbanken verwendet. Ja. Das heißt, 2 Datenbanken, davon sollten allgemeine sein. Also ihr wisst, also allgemeine sind zum Beispiel Science Direct ist sehr empfehlenswert, oder Web of Science, Web of Knowledge oder Scopus und JSTOR, EBSCO und so weiter. Und da nehmt ihr euch 2 allgemeine. Und die anderen 3 Datenbanken, die sind dann speziell für das Fachgebiet, in dem ihr euch befindet. Ja. Da müsst ihr euch am besten beim Betreuer oder im Institut oder sonst wo erkundigen, welche Datenbanken werden verwendet. Und dann nehmt ihr eben die 3, die am ehesten für euer Gebiet passend sind. Und wenn ihr das einhaltet, dann seid ihr auf einem sehr guten Weg. Und ja, und wenn ich jetzt mit den polischen Operatoren anfange zu arbeiten, wie wird das aussehen? Jetzt habe ich also meine, sage ich einmal, 25 Begriffe und ich muss jetzt schauen, dass ich jeden Begriff sozusagen, der in Frage kommt jetzt in eine Klammer. Also jedes Keyword sozusagen mit den Begriffen rundherum, die zu diesem Keyword gehören und werden in der Klammer oder verknüpft. Ja? Und dann wird die Klammer geschlossen. Und dann kommt zwischen dieser Klammer, die recht lang ist, der nächsten Klammer, eine Unverknüpfung, weil ja alle 2 bis 4 Keywords drinnen sein müssen. Das heißt, jede Klammer für sich entspricht einem Keyword mit seinem ganzen Synonymen und Oberbegriffen und so weiter. Und das heißt, ich werde jetzt, sagen wir mal, wenn ich 3 Keywords gehabt habe für mein Themengebiet, werde ich also 3 große Klammern haben mit lauter Oder-Verknüpfungen zwischen den Synonymen dazwischen und die Klammern selber sind unverknüpft. Und mit dieser Suchmaske gehe ich jetzt in die Datenbank hinein und schaue, was die mir ausgeben. Gleichzeitig muss ich aber noch sagen, unsere Literatur, wir wissen, muss ja aktuell sein und das heißt, es soll nicht mehr als 5 Jahre alt sein. Und jetzt kann ich diesen Filter auch noch einstellen und dadurch werden die Ergebnisse auch reduziert, weil es ja sein kann, dass man ein paar tausend Ergebnisse hat am Anfang. Und jetzt muss man schauen, dass man hier runterkommt mit dieser Anzahl. Und da kann man ihm helfen, die Aktualität eben, dass es nicht älter als 5 Jahre ist, kann auch helfen, dass eine gewisse geografische Einschränkung ist und so weiter. Und Ziel ist dann, dass ich letztlich, wenn ich also ein Paper schreibe, dass dann letztlich unterm Strich, das heißt nach allen 5 Datenbanken, die ich bearbeitet habe, eine Anzahl von ca. 20 bis 30 Paper sind, die ich auswerten muss und ganz genau analysieren und die dann auch synthetisiert werden, wo es ja ein eigenes Video dazu gibt. Aber das ist eine Anzahl, mit der ich arbeiten kann. Ich sage mal 20 bis 30 Paper circa. Natürlich bei einer Dissertation oder Diplomarbeit ist es dann schon noch einmal was anderes, aber
da habe ich ja auch mehr Keywords und so weiter. Also das ist dann immer abhängig davon. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch ein bisschen geholfen hat und ich wünsche gutes Gelingen. Ihr könnt gerne Fragen stellen in den Kommentaren und bis bald. Ciao.